So, jetzt gibt's Action hier, ne? Action, hallo, wir sind die Piranhas. Nonstop Action. Ne? Oder was? Ja, Action ist auch gut, oder? Manchmal. Action ist super. Ist immer super. Immer. Nonstop Action. Action. Was denn? Rambo ist geil. Fertig ab. Ist Action so. Ist super. Ist halt auch für jeden so. Also, ja, bei uns ist das halt auch schon so ein Ding, ne? Also, ne? Aber wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Brauchst du pausenlose Action oder sollen Spiele auch mal ruhige Passagen haben? Ne? Und die haben Folgendes gesagt. Ich finde ruhige Passagen super gut. Auch so Atmosphäre. Ich bin der Spieler, der sich an Emotionen und so an so Setting eigentlich so orientiert. Und wenn es dann teilweise wechselt, finde ich es eigentlich besser. Auf gar keinen Fall pausenlose Action. Ich habe Doom geschenkt bekommen von jemandem, habe das 1 Stunde gespielt und wenn du kein Epileptiker vorher, naja gut, ist auch egal, dann bist du nein, ne? Ist nichts für mich. Ich finde das spannend, sich da reinzudenken, mal durchatmen zu können, mal was genießen zu können. Finde ich toll. Ganz ehrlich, ich bin mehr so der Action-Typ. Also wenn es bei mir knallt und so, das finde ich schon gut. Also da muss ein bisschen was passieren. Ich muss sagen, es gab, glaube ich, Ende der 90er ein Spiel, das hieß Summoner. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwas sagt. Diese Atmosphäre. Normalerweise spawnen da ja irgendwelche Dämonen auf und da gibt es so Passagen, da ist man in so einem alten Asylum, so einem Irrenhaus irgendwie aus den 20er Jahren und da überall geflieste, gekachelte Gänge und so ein Dia-Projektor, den man noch so von früher kennt, der rattert dann so und das ist mit so einem verrückten Wissenschaftler, der irgendwelche Folterexperimente macht. Das war schon sehr creepy und das war sehr atmosphärisch. Also das ist schon was, wo ich sage, okay, das kann auch mal ein Gang ruhiger sein, weil es auf einem anderen Level ist. So, also wenn ich Freizeit verbringe und dann finde ich schon, dann kann es gerne ein bisschen zur Sache gehen. Muss beides, weil wenn nur Action ist, dann denken viele zwar, das ist cool, aber irgendwann merken sie die Action gar nicht mehr und dann ist auch doof. Braucht also beides abwechslungsreich. Kommt aufs Spielgenre drauf an, glaube ich. Also bei Doom zum Beispiel möchte ich keine Blümchen pflücken. Bei Rollenspielen freue ich mich immer übers Blümchen pflücken. Da hätte ich gern beides. Also kommt immer drauf an. Und manchmal leben Spiele von der Atmosphäre, die sehr ruhig ist. Zum Beispiel gibt es halt auch die Story Games und so. Also so Walking Simulator gibt es inzwischen ja auch recht gute. Kommt immer drauf an. Ja. Also der Trend geht so dahin, ja, aber nee. Auch mal Abwechslung. Ja. Da geht es um Spacing im Wesentlichen. Mhm. Ne? Das heißt also, ein Spiel fängt meistens an mit einem Intro und mit Action. Meistens. Ja? Gibt auch Ausnahmen, wo es irgendwie ruhig anfängt. Mhm. Ne? Aber meistens fängt es mit Action an. Man muss schon sehr mutig sein, wenn man ein actionreiches Spiel ohne Action anfängt. Mir fällt da ein Fallout 3. Fing eigentlich ziemlich easy peasy an. Mhm. Du hast nämlich das Leben in der Vault nachgespielt. Mhm. Wie du da aufgewachsen bist, deinen Kindergeburtstag gefeiert hast, bis dann irgendwann die Vault aufgemacht wurde und du dann nach draußen gegangen bist, weil dein Vater verschwunden ist und du bist dann hinterher und das und das, ne? Das war eigentlich wenig actionreich, bis du dann in die Welt reingekommen bist und dann kam dann die legendäre Kakerlake und dann gab's Action. War doch so, ne? Ja, stimmt. Ja. Und das ist natürlich schon sehr mutig, das so aufzuziehen. Und es ist halt so, wenn ihr euch noch dran erinnert, als ihr Fallout gespielt habt, das war so ein, ich will nicht sagen Downer, aber es ist so ein Pudding, ja. Du willst in Schlaraffenland, du musst dich erstmal durch 3 Meter Pudding durchfressen, so ein bisschen. Ich habe das zum Beispiel überhaupt nicht so empfunden. Du hast das nicht so empfunden, ja. Ich bin aber auch nicht so der Action-Spieler. Ja. Ne? Also es gab immer früher dieses Phänomen von Wellen. Kennst du das noch? Ich hatte das sehr stark bei 4. Tower Defense Prinzip. Genau, ja. richtig. Bei 4 war es meistens so, du hast irgendwie so eine Gruselpassage und dann kommt irgendwie so eine Kampfpassage. Und die war meistens so aufbereitet in der Gruselpassage, dann kam irgendwie, haben sich Dinge bewegt und dann irgendwie dann hattest du irgendeinen
Erschreckmoment und solche Sachen oder irgendwas war dunkel, du musstest da durchschleichen und dann auf einmal irgendwie kam das Militär und hat auf dich geballert. Irgendwie. Das war dann die Welle. Stundenlang. Ja. Ja. Und dann waren die irgendwann weg und dann hast du gedacht so, oh cool, jetzt kommt wieder ein interessanter Part. Also mir ging es jedenfalls so, weil, Absolut. naja, und es gibt Spiele, die lassen dann den interessanten Part ganz weg und dann hast du nur das. Dann hast du Welle. Höde. Und es gibt Spieler, die mögen das, ne? Ja. Du musst halt nicht großartig drüber nachdenken, du verbesserst dich sehr stark, du lernst richtig gut, Shooter zu spielen und das reicht dann. Während ich diesen Spielstart von Fallout 3 total genossen habe, weil mich das so langsam reingesogen hat in diese Welt, die mich dann auch überraschen konnte. Ja. Und das war mir dann das, was ich dann als toll empfunden habe. Ja, was ist richtig, was ist falsch, ne? Es gibt halt ein paar Spiele, die mit Action anfangen und andere, die es nicht tun. Gothic 2 war ein Spiel, was wovon ihr draußen, also die meisten sagen irgendwie, es war nicht das Schlechteste, was wir gemacht haben. Das fängt auch sehr ruhig an. Ne? Ja. Und das heißt, es fängt an mit Xardas im Turm, ne? Dann laberst du erstmal und dann rennst du rum und guckst dir den Kamin an. Oh, guck mal, da ist ein Heiltrank. Oh, guck mal, da ist ein geheimer Schalter. Ne? Oh, guck mal, da ist eine Wendeltreppe. Rennst du nach unten. Wendeltreppe. Bis du dann da draußen kommst. Und dann liegt dann da ein Schwert, so ein Busch, dann kommt ein Schaf. Ja, da ist nicht viel los. Und dann auf einmal kommt ein Wolf. Dann bist du tot. Und der haut dir voll um. So, ja. Kann man eigentlich nicht machen. Eigentlich nicht. Ne? Das heißt also, wenn man jetzt heute sagen würde, irgendwie, ja, modern ist aber irgendwie, du musst die Leute in die Welt reinsaugen und irgendwie so Action gepaart mit irgendwie und Twist und bla und ist dieser Game-Start von Gothic 2 eigentlich eine Vollkatastrophe. Trotzdem war das cool. Ja, das heißt also, liegt es jetzt am Zeitalter, ja, oder nicht? Action lieber am Anfang, ja, weil die sind alle heute irgendwie auf Action ausgelegt. Browser-Games haben 30 Sekunden, um zu überzeugen, da muss Bam, oder wie ist das, ja? Das ist schwierig. Ich glaube, um den Spieler dran zu halten, ist in Sachen Pacing tatsächlich das wichtig, dass du immer wieder den Spieler etwas Neues gibst vom Spiel und der eine Motivation hat, auch immer wieder weiterzumachen. Das heißt, wenn dieser Wolf dann die Herausforderung ist, ne, war mein Impuls damals zu sagen, boah, die Sau. Den mache ich jetzt platt. Ja. Und dann versuchst du es nochmal und möchtest das dann auch schaffen, weil du möchtest ja wissen irgendwie, was dann dahinter kommt und das macht es dann aus. Und wenn das Spiel das zulässt, ist das super. Wenn jetzt irgendwie ein Wolf kommt, dann kommt 2, dann kommen 3, dann kommen 4, dann kommen 5, dann hat's mich verloren. Ja. Also musst du danach wieder irgendwie auch ein bisschen exploren können. Du musst dich schrittweise verbessern können. Du musst ein bisschen gucken können oder im besten Falle sogar entscheiden können, will ich jetzt eine actionreiche oder eine nicht actionreiche. Oh, gehe ich jetzt in den Wald und hau die ganzen Snapper platt oder gehe ich lieber vielleicht nochmal in die Stadt und kaufe mich erstmal irgendwie ein. Und wenn du diese Entscheidung fällen kannst, dann ist das auf jeden Fall eine Qualität. Und in anderen Spielen spricht das dann die Spieler an, die gerade getrieben sind, das zu haben. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch häufig, wie wird's dir verkauft? Absolut. Das heißt, wenn du einen absoluten Action-Trailer hast und die Leute erwarten jetzt die Horden von Monstern und dann machst du irgendwie Blümchen pflücken, dann ist die Erwartungshaltung einfach eine ganz andere und die Spieler potenziell enttäuscht. Andersrum wird aber auch ein Schuh drauf. Wir haben jetzt 2 Rollenspiele erwähnt. Also Fallout 3 und Gothic 2. Das heißt, es ist auch schon so ein bisschen so ein Steckenpferd eines Rollenspiels, beide Passagen wirklich auch drin zu haben. Viel Gepröttel und so. Ich sage immer Spielzeit, ja, Action-Spielzeit in einem Spiel von Piranha Bytes sind etwa 30%. 30% der Spielzeit kloppt man Monster oder Gegner. 30% davon explorst du. Da hast du eigentlich ziemlich ruhige Passagen. Guckst dir die Gegend an, ja. Und wie komme ich jetzt von A nach B oder jetzt da muss ich hin, wie komme ich da, ne? Oder ich muss suchen mir irgendwelche Sachen und so. Weitere 20% Dialoge und Cutscenes gucken, ja? Und die restlichen 20 sind dann im Inventar rumprötteln, auf der Karte suchen, Dinge, ne? Aber der Action-Part ist sehr, sehr groß. Trotzdem nur ein Drittel ungefähr. Ja. Also das heißt, das Pacing ist beim Shooter ein ganz anderes. Beim Shooter, weil es auch Shooter heißt, da schießt du die meiste Zeit. Ne? Also mindestens 50-50, würde ich sagen. Ich suche mir den Weg, exploren, ne?
und der Rest ist Geballer eigentlich. Ne? Sehr viel Geballer. Und je mehr Action, desto besser. Wenn man sich das aktuelle Doom anguckt, da ist sehr viel Geballer und wie komme ich von A nach B? So, ne? Und das ist es ja auch im Wesentlichen. Da gibt es noch ein paar Rätsel und Geschichte gibt's da auch, aber das ist eher so sekundär. Ne? Eher ist es Action und so, und das sind halt Leute, die dieses Spiel spielen, was Existenzberechtigung hat, keine Frage. Es gibt kein richtig oder falsch, ist genau wie in der Musik. Ist halt Geschmack. Ne? Und deswegen ist das so eine Sache. Nonstop Action würden wir nicht machen. Dafür wären wir das wäre uns zu langweilig, glaube ich. Das wäre auch nicht gut in so einer Art Spiel, die wir machen. Ja. Das würde keiner erwarten. Da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Ja. Und der Vorteil bei so einem großen Open-World-Ding, das alles anbietet, ist an der Stelle natürlich möchtest du den Spieler ein bisschen führen. Dann gibt's ihm Tipps, wo er als nächstes wahrscheinlich hin muss. Ne? Ein NPC gibt dir mal den Rat, geh doch mal da hinten in die Stadt oder sowas in der Art, damit der schon so einen Faden hat, den Quests zu folgen, die jetzt vielleicht dich weiterführen, aber er muss nicht, er kann auch irgendwelche Nebenquests machen oder einfach stumpf irgendwo hinrennen und muss dann mit den Konsequenzen leben im Zweifelsfall, aber er kann sich das aussuchen und je nach Spielertyp schwanken dann auch diese Prozente. Absolut. Es gibt Absolut. Leute, die halten sich wirklich stundenlang damit auf, in jede Ecke Blümchen zu gucken, pflücken. Hier. stundenlang im Inventar rumzufudeln. Auch hier. Und jeden Dialog bis zum Ende durchzuquatschen. Absolut. Und dann eben gar nicht so häufig zu kämpfen, sondern sich dann erst irgendwie in die Kämpfe zu trauen, sage ich jetzt mal, wenn du schon irgendwie geiler ausgerüstet bist und so viele andere Sachen gemacht hast, dass du denkst so, jaha, jetzt bin ich aber hier der mit der coolen Keule und nicht irgendwie der mit dem rostigen Nagel. Absolut. Und dann ist das wieder ein völlig anderes Spiel, als jemand, der sagt, ich hau jetzt mit dem rostigen Nagel 10 Stunden lang so lange auf dem Oger rum, bis der umfällt. Und irgendwann fällt er dann auch um. Ne, das ist ein völlig anderes Spiel. Und beides bietet dieses Rollenspiel gleichermaßen. Also man kann sich selber entscheiden, wie man das spielen will. Ja. Ich hatte gesagt, irgendwie ein Beispiel von unseren Spielen, das ruhig angefangen hat, ne, nach dem Intro. Es gibt noch ein Gegenbeispiel, das ist Gothic 3. Das hat nach dem Intro richtiger Kampf gewesen. Das heißt, du hast, die Orks haben irgendwie so eine Siedlung da besetzt und so, und du hast den erstmal irgendwie den Kid aus den Fugen gekloppt, direkt am Anfang. So, da gab es sofort Action. Weiteres Beispiel, Star Wars The Force Unleashed. Erster Teil. Das spielst du am Anfang Darth Vader, wie der irgendwelche Wookiee-Planeten da auseinander nimmt und so weiter. Und danach kommen wieder ruhigere Passagen und so weiter. Das heißt, womit es anfängt, scheint eigentlich nicht so wichtig zu sein. Wichtig ist halt, wie abwechslungsreich das am Ende des Tages scheint. So, ne? So scheint mir das zumindest bei den meisten Leuten. Und wie lange vielleicht auch diese Passage ist. Wie lang die ist, richtig, ja. Ne? Das heißt, wie viele Leute verlierst du, weil sie eigentlich lieber das andere spielen möchten, und machen sie das dann, lernen dabei quasi, ich sag mal, Steuerung und wie kämpfe ich hier in dem Spiel eigentlich, und spielen dann? Oder ist es so, dass die sagen, ach nee, da habe ich keinen Bock drauf? Wir teilen die Spieler in verschiedene Typen, um immer so eine Schablone anzulegen, wo wir uns befinden. Da gibt's den Killer, der bringt gerne Dinge um. Ja, dann gibt's den Socializer, der versucht gerne irgendwie Beziehungen zu lösen und redet viel mit NPCs und so. Ja, dann gibt es den Explorer, der rennt sehr viel rum und guckt sich Dinge an und guckt auch, ob der Feuerlöscher ein Item ist oder nicht in der Ecke. Und dann gibt's den Achiever, der möchte unbedingt irgendwie der größte, beste der Welt sein und möchte gerne die Herausforderung meistern. Und was dieses Action angeht, ist die Analyse ziemlich klar. Also ein Killer will Action. Ein Socializer, ja, auch. Das heißt, der will ja nicht nur labern, der möchte ja auch dann irgendwann das Problem lösen. So, ne? Aber Socializer will auch schon wieder mehr andere Lösungsmöglichkeiten und solche Sachen. Das spielt dann wieder eine Rolle, ne? Ja, so. Was ist mit dem Explorer? Braucht er Action? Ich würde sagen, beides. Der braucht vor allen Dingen eine große Welt. Der braucht vor allem eine große Welt. Ja, Ne? Und wenn die Welt leer ist, ist es auch kacke. Das heißt, ab und zu die Herausforderung muss auch da sein. Ne? Und da sind wir wieder bei mit Shiva. Shiva braucht auch Action. Das heißt, ein Spiel komplett ohne Action gibt's auch sowas wie Myst. Ja?
wir würden so ein Spiel nicht bauen. Wir würden mindestens irgendwo mal Kämpfe einbauen oder irgendwas. Irgendwo so ein bisschen Geschicklichkeit, so ein bisschen Wertegefruckel, so ich muss besser werden. Irgendeine Art von Auseinandersetzung. Wir würden so ein reines Rätselspiel würden wir nicht machen, vermutlich. Na, das könnten wir wahrscheinlich gar nicht. Ja, die Mischung, die macht's dann am Ende aus. Wenn Explorer jetzt irgendwie immer dasselbe Item in der Welt findet irgendwie und es passiert nie was Spannendes, dann ist das Exploren auch langweilig. Das heißt, da muss schon Blümchen pflücken irgendwo... muss schon irgendwie, da muss wenigstens mal ein Wolf kommen und sagen, was machst du da? Ja, oder auch mal ein Monster, das ich noch nie gesehen habe, oder Ja. die Landschaft verändert sich, oder dann ist mal ein NPC irgendwo, wo ich ihn nicht erwarte und dann Absolut. macht es das Gesamtpaket. Pacing, Pacing, Pacing. Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. So sieht's aus. Hast du eine Community-Frage? Ja, ich habe die, glaube ich, sogar noch im Kopf. Ich versuche die mal selber zu reproduzieren. Und zwar hat einer in dem Zusammenhang, das fiel mir nämlich gerade ein, gefragt, wäre es nicht total einfach, wenn ihr einfach einen Switch einbaut, wo man quasi eine Option einstellen kann, ob man ein begrenztes oder ein nicht begrenztes Inventar hat. Das ginge doch ganz schnell. Ja, im Prinzip richtig. Im Prinzip ist das richtig. Der Switch wäre schnell eingebaut, ja. Aber das Tunen von dem Ding, das ist das Problem. Es ist ja alleine schon, dass man unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anbieten möchte, ja. Und das funktioniert manchmal ganz gut und manchmal vielleicht auch nicht. Und wer möchte schon am Schwierigkeitsgrad rumfrudeln? Meistens spielen die Leute auf normal. Also was ist dann normal? Ist normal jetzt mit Inventarbegrenzung oder ohne Inventarbegrenzung? Damit fängt es schon an. Ja, da gibt's halt irgendwie Meinungen, die musst du dann einholen, da musst du gut raten und so. Und ich würde jetzt mal vermuten, einfach gratis Blanco, die meisten, die wir kennen, die unser Spiel gespielt haben, mit denen wir gesprochen haben, die finden ein begrenztes Inventar nicht so cool wie das, was wir jetzt gerade machen. Ja, und das heißt, wenn man dieses begrenzte Inventar hinzufügt, muss man auch damit rechnen, dass der Spieler völlig anders spielt. Da muss man auch völlig anders die Items legen. Da muss man auch irgendwie anders verteilen. Das heißt, eigentlich müsste man auch eine Verteilung komplett anders machen. Dann müsste man auch gucken, die Spiele dauern dann länger. Dann müsste man die entsprechenden Passagen, wo der Spieler dann wieder hin zurückkommt, um seinen Kram zu verkaufen, interessanter gestalten. Das heißt, dieses hin, zurück, ja, in einen Dungeon beispielsweise, das muss interessanter sein. Das heißt, man muss gucken, wie sind die Teleporter aufgebaut. Ja, wo stehen die? Ja, bin ich mit meinem Teleporter, wenn ich den mal aktiviert habe, direkt neben einem Händler? Kann ich dem überhaupt dann alles verkaufen? Weil der nächste Schritt wäre nämlich dann, ja, es gibt ja auch Fellhändler und es gibt dann irgendwie, wenn wir schon ein begrenztes Inventar haben, dann kann ich es ja auch nicht in den nächsten Automaten stecken, alles vielleicht, oder hast du nicht gesehen? Das heißt, da kommt eins zum anderen. Da macht man sich sehr viel Designfragen, sehr viel Gedanken darüber, was jetzt cool ist und was nicht ist für unser Spiel. Ja. Und wir möchten gerne dass man unser Spiel exploren kann, dass man sehr viele Freiheiten hat in unserem Spiel und dass man halt irgendwie jeden NPC könnte der erste sein, dem man begegnet, dass die Geschichte spannend ist, dass die Kämpfe cool sind und so weiter. Und dieses mit der maximalen Freiheit, so wie so ein Spiel wie von Piranha Bytes sich immer präsentiert, das hättest du mit einem begrenzten Inventar eben weniger. Du wärst weniger frei. Es wäre ein völlig anderes Spiel mit sehr vielen Designentscheidungen. Wir würden dann jedem Item ein Gewicht geben, wie viele davon darfst du tragen, wie viel Platz ist im Inventar. Das wäre ein komplett anderes Gameplay als das, was wir momentan machen. Und deswegen, wenn, dann macht man es richtig. Und wir haben uns immer dafür entschieden zu sagen, nein, wir legen da lieber Wert auf die anderen Sachen, die du im Spiel tun kannst und nicht das Hin- und Herlaufen, verkaufen, damit vielleicht sogar im Prinzip künstlich das Spiel vielleicht ein bisschen strecken. Dafür irgendwie kannst du irgendwelche Items dann in die Welt verteilen, die irgendwie 5 Kilo wiegen und die dann kein Mensch mitnehmen will. Sieht aber hübsch aus. Es ist eine andere Art Spiel. Beides hat seine Existenzberechtigung und wir haben gesagt, das ist schon ganz cool so. Da könnte derjenige sein, ist mir egal, bau das trotzdem ein. Weil ich will das mal ausprobieren. Es wird keinen Spaß machen. Das können wir garantieren. Nein, wenn man das nicht vernünftig Das macht keinen Sinn. Und dann kriegen wir nur Haue dafür. Ja. Das ist ja halbgar, ist ja nicht vernünftig irgendwie. Nee. Finger weg. Lieber nicht. Lieber nicht. Gut. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich seid ihr auch nächste Woche mit dabei, wenn es heißt Schweine im Weltall. Bei Piranha Becken TV. Bis dann. Ciao. Wie? Magst du die Muppets etwa nicht? Doch, klar, ne?
Doch. Ja. Ich war jetzt tatsächlich kurz zu überlegen, wo kommt das denn her?